Peking. Über 3000 Jahre Geschichte, Millionen Menschen, Kaiserpaläste und die chinesische Mauer. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wir zeigen dir, was du auf keinen Fall in Peking verpassen solltest. Wir befinden uns jetzt bei unserem ersten Spot und das ist der Sommerpalast. Und das ist tatsächlich auch der größte kaiserliche Garten in ganz China. Damals war es der Rückzugsort des Kaisers und heute ist es einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Peking. Hinter mir findet ihr gleich die erste Sehenswürdigkeit. Alle machen Fotos von der Katze. Hier seht ihr eine kleine Map von dem Sommerpalast und zwar sind wir gerade hier bei dem roten Punkt und wie ihr sehen könnt, ist das einfach riesengroß. Insgesamt sind es einfach 700 Meter Hektar und könnt ihr sehen, man kann zum Beispiel zur Sushi-Straße gehen oder mit dem Boot hier über den Kumingsee fahren oder zum Beispiel auch zum buddhistischen Tempel gehen, aber es kostet alles extra. Das könnt ihr einfach dazu buchen, wenn ihr vor Ort seid oder direkt draußen beim Ticket. Wir haben nur 30 Yuan pro Person gezahlt für das normale Ticket, sag ich mal. Kleiner Tipp am Rande, werden sehr viele Touren hier sein, also es wird richtig voll sein, deswegen würden wir euch entweder ab 18 Uhr zu kommen, also eher etwas später oder ganz, ganz früh, weil dann wird es nicht so voll sein. Insgesamt waren wir ja 2 Stunden hier. Ich würde sagen, das ist ausreichend, falls ihr keine Tempel anschauen wollt. Falls ihr Tempel anschauen wollt, müsst ihr natürlich ein bisschen mehr Zeit einplanen. Hier kann man auch super viele schöne Fotos machen, finde ich. Ja. Sehr viele schöne Motive. Ja, also man kann hier schon sehr lange Zeit verbringen, Ja, wie man genau. möchte. Ich befinde mich gerade beim Bell and Trump Tower Square und direkt hinter mir seht ihr den Trommelturm und direkt vor mir befindet sich der Glockenturm. Hier wurde damals im alten Beijing die Zeit angesagt, so ähnlich wie auch in Jahren, denn per Glocke und Trommel hat man den Tag und die Nacht bestimmt. Es fühlt sich wirklich an, als wäre das Treffpunkt für jedes Alter. Denn im Hintergrund haben wir ein paar alte Damen so ihre Radio angemacht und also ein bisschen Sport zusammen oder tanzen zusammen. Auf jeden Fall sehr cool, dass man sich da zusammen treffen kann und einfach so in der Öffentlichkeit Spaß hat. Wenn ihr auf die andere Seite von dem Trommelturm geht, sind da sehr viele Menschen, die Bilder machen, weil das ist auch ein sehr touristischer Spot, um Fotos zu machen und sieht auf jeden Fall sehr cool aus bei Abend. Zum Abschluss des ersten Tages haben wir uns entschieden, in die Nanlu Guxiang Street zu gehen. Hier gibt es sehr viel Fastfood und auch Souvenirshops, wenn ihr was braucht. Und genau, wir laufen jetzt einfach ein bisschen rum und schauen und hoffen, dass wir was finden. Es ist heute Tag 2 auf unserer Beijing-Reise und wir haben entschieden, heute auf die chinesische Mauer zu gehen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten herzukommen. Du musst erstmal zu einem Fußpunkt kommen, um die Tickets zu kaufen. Da kann man mit Didi fahren, das haben wir so gemacht. Da haben wir ungefähr 150 Yuan gezahlt. Dann könnte man noch Metro fahren, dauert aber fast doppelt so lange, also 2-3 Stunden. Oder man bucht sich einen Reiseguide, was am entspannendsten wäre, aber auch wiederum sehr unflexibel. Muss man nochmal auf jeden Fall das Ticket zahlen. Es hat 40 Yuan gekostet, wenn man reingehen will nur. Und dann kann man entweder hochlaufen oder es gibt die Kombination nur Shuttlebus, wäre 15 Yuan für hin und zurück. Dann gibt es noch die Möglichkeit nur Cable Car hin und zurück, wäre 140 Yuan. Oder Cable Car und Rutsche wäre auch 140 Yuan. Deshalb haben wir uns am Ende für hin mit Cable Car und zurück mit Rutsche. Und jetzt werden wir mit der Gondel hochfahren. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da oben sein wird.
hier auch 2 verschiedene Gondeln. Unsere fährt bis zur mittleren Stufe und die andere fährt ganz nach oben. Leider kann man beides nicht kombinieren, weil das verschiedene Unternehmen sind. Wenn ihr übrigens zur chinesischen Mauer geht, müsst ihr euch davor auch entscheiden, zu welchem Abschnitt ihr gehen wollt. Es gibt insgesamt 4 sehr beliebte Abschnitte. Wir haben uns für den Abschnitt Mutianyu entschieden, weil der ungefähr nur 1,5 bis 2 Stunden von Peking entfernt ist. Der Schwierigkeitsgrad ist auch mittel und der Vorteil hieran ist, dass es nicht allzu voll ist. Also man könnte noch gute Bilder bekommen ohne die Touristenmassen. Neben diesem Abschnitt gibt es noch Radaling, was sehr beliebt ist, da der Schwierigkeitsgrad sehr einfach ist und Entfernung auch nur 1 bis 1,5 Stunden ist. Aber dafür ist es halt dementsprechend auch sehr, sehr touristisch. Ansonsten gibt es noch Yinshanling und Simatai. Die sind mittel bis sehr schwer vom Schwierigkeitsgrad her und liegen auch 2,5 bis 3 Stunden von Peking entfernt. Dafür sind sie sehr authentisch und man hat halt kaum Menschen dort. Schaut euch mal an, wie leer dieser Abschnitt einfach ist. Also wir sind hier jetzt zwischen den 2 Turmen komplett alleine. Hier ist einfach niemand und das ist so cool, wenn man halt Fotos machen möchte oder einfach in Ruhe drehen möchte. Go! Woo! Das war eine richtig coole Erfahrung. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch cooler als Gondel, muss ich sagen. Wir sind jetzt fertig mit der Mauer und sind jetzt auch wieder in Peking und haben Hunger bekommen. Deswegen haben wir uns entschieden, fürs Abendessen in Hutong Roasted Duck zu gehen. Das ist so eine ganz berühmte Kette für Peking-Ente. Und da wir in Peking sind, dachten wir, wir müssen unbedingt Peking-Ente probieren. Wir haben uns jetzt ein Set bestellt. Das hat 298 Yuan gekostet. Wenn die Übersetzung richtig war, bekommen wir eine ganze Ente, glaube ich, und 9 Bites. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das Richtige ankommt bei uns. Wir haben jetzt unser Essen bekommen und das sieht so gut aus. Wir hatten hier noch so eine Vase hingestellt mit Stickstoff und die haben die Ente direkt vor uns vom Knochen getrennt und es sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Ich hoffe, wir schaffen das, weil es ist einfach eine ganze Ente gewesen. Und dann haben wir noch so eine Truhe bekommen, die auch so wie so ein Schatz. Und dann liegen so kleine Reisvierecke drauf mit Kaviar, war das, glaube ich? Ja. Nehmen wir mal ein Stück Ente ohne Haut. Tatsächlich finde ich es ein bisschen trocken. Also die Show war krasser als der Geschmack. Dann so nehme ich es auch wahr und es ist auch ein bisschen kalt. Wir haben übrigens hier auch noch so Wraps. Da kann man die Ente reinrollen. Ich zeige euch das mal. Dafür nehme ich mir einfach ein bisschen Ente. Kann ich hier zum Beispiel so Gurke reintun. Und ich glaube, Zwiebeln und Rettich ist es noch, was noch dabei ist. Ein bisschen Soße mache ich mal in den Wrap rein. Jetzt probiere ich das mal. Ich finde, als Wrap schmeckt es besser als die Ente alleine. Aber das isst man normalerweise auch als Wrap. Ja, ich habe jetzt lila Reis mit Entenhaut und Kaviar oben drauf. Es schmeckt sehr gut, aber es schmeckt für mich tatsächlich ein bisschen nach Onigiri aus so 7-Eleven. Ja, also Qualität ist vielleicht schon besser. Qualität natürlich besser, aber vom Geschmack her erinnert mich das sehr an einen Onigiri. Aber es schmeckt gut. Wir sind jetzt durch mit dem Essen. Die Show war auf jeden Fall 10 von 10. Die Ente fand ich jedoch etwas trocken, also es könnte ruhig saftiger sein. Ich bin auf jeden Fall mega satt geworden. Ja, ich auch. Also es war auch wirklich sehr viel, obwohl es erst nicht so aussah. Nach dem Essen haben wir gesehen, dass hier direkt eine Pedestrian Street ist. Und zwar die Wangfu Jing Pedestrian Street. Und genau hier kann man auch abends sehr schön entlanglaufen, spazieren und sich die Gegend anschauen. Unser dritter Tag beginnt mit dem Besuch bei Temple of Heaven. Hierfür gibt es 2 verschiedene Preiskategorien, um reinzukommen. Einmal für 15 Yuan, dann sieht man die komplette Parkanlage, aber die eigentliche Pagode nur zur Hälfte, weil da die Mauer ist, so wie ihr hier sehen könnt. Wenn man 20 Yuan mehr zahlt, also 35 Yuan, darf man auch hinter die Mauern gehen und sich die Pagode von innen anschauen. Das haben wir gemacht und nehmen euch natürlich mit. Also die Exhibition Hall, in der ich gerade stehe, wäre zum Beispiel auch für den günstigen Preis, also für die 15 Yuan erhältlich. Dafür müsste man nicht extra dieses Package kaufen. Der
Schimmeltempel wurde damals in der Ming-Dynastie gebaut. Hier haben Kaiser damals nach guter Ernte gebetet. Heute ist es tatsächlich ein UNESCO-Kulturerbe, in dem viele Touristen kommen, sich anschauen oder hier einfach entspannen und den Park genießen. Denn das Areal besteht aus einem riesigen Park mit mehreren kleinen Gebäuden. Aber das wichtigste und größte Gebäude ist das Gebäude hinter mir. Wir befinden uns gerade beim nächsten Spot und das ist die Verbotene Stadt. Die Verbotene Stadt ist das größte Palastkomplex der ganzen Welt und hat über 9000 Bäume. Der Ort hier heißt Verbotene Stadt, weil es über Jahrhunderte lang nicht erlaubt war, für das einfache Volk hier reinzugehen. Aktuell gibt es hier leider auch sehr viele Baustellen. Daher sieht man nicht alle Gebäude komplett und die sind mit so einer Plane verdeckt. Wir sind jetzt fertig mit dem Palast und tatsächlich haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar dachten wir, dass die Main-Attraktion schon vorne wäre, als wir reingekommen sind. Deswegen haben wir dort sehr lange gechillt. Aber tatsächlich hätte man noch weitergehen können und da war noch so viel zu sehen. Also wir haben richtig unterschätzt, wie groß der Palast ist. Es gab sogar noch einen Garten und dann noch mehrere Pagoden. Das sah wunderschön aus. Leider schließt der Palast schon 17 Uhr. Deswegen ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr herkommt, unbedingt viel Zeit einplanen. Und übrigens, die Tickets müsst ihr auch im Vorab kaufen, weil die sehr schnell ausgebucht sind. Wir befinden uns gerade am Tiananmen Square und dieser Platz ist einfach über 44 Hektar groß und ist somit einer der größten öffentlichen Plätze der ganzen Welt, denn es passen hier über 1 Million Menschen auf diesen Platz. Warum der Platz so wichtig ist unter anderem, weil eines der Gebäude, die hier stehen, das Mausoleum von Mao Zedong ist. Da dieser Platz auch so wichtig ist, vor allem auch politisch, kann man hier auch sehr viele Kameras sehen und auch sehr viele Polizisten und Securities, die hier die ganze Zeit rumlaufen. Und auch um reinzukommen, haben die auch ganz genau hingeguckt, wer du bist und warum du hier bist. Es gibt 4 verschiedene Zeiten, die man buchen kann. Entweder am Mittag oder Nachmittag oder zum Flaggenzeremonie. Das wäre dann ganz früh oder zum Sonnenuntergang. Wir waren zum Sonnenuntergang da und das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Der Eintritt ist kostenlos. Ihr müsst die Ticket nur einen Tag vorher über WeChat buchen und auf jeden Fall euren Pass mitnehmen. Übrigens, wenn die Sonne dann komplett verschwunden ist, fangen die Gebäude hier auch ringsherum auch an zu leuchten. Hiermit endet unsere Reise nicht nur in Peking, sondern auch in China, denn für uns geht's morgen nach Malaysia. Und falls ihr das unbedingt sehen wollt, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in Malaysia wieder.